Hallo und moin, liebe Freunde des Wassersports. Kommt mal ran hier, weil ich oft gefragt werde, was ist der Unterschied zwischen einem Deluxe-Panel und einem Standard-Panel, wenn man jetzt einen neuen Motor bestellt. Ich habe hier jetzt mal zwei nebeneinander gehalten, in dem Fall von Beta Marine. Da kann man eben den Unterschied sehr gut sehen. Das ist zum einen nicht nur die Größe, natürlich die Größe, aber im Standard-Panel ist eben ein kleiner Drehzahlmesser, Schlüssel und die Beleuchtung und die Alarme für Öldruck und Kühlwassertemperatur. Wenn wir jetzt rübergehen zum Deluxe-Panel, ist ähnlich aufgebaut, zumindest da ist der Drehzahlmesser. In dem Fall hat er jetzt die Start-Stopp-Knöpfe, auch Lichter für die Alarme, aber eben zusätzlich entsprechende Anzeige für Öldruck, Kühlwassertemperatur und Batteriespannung. So, und deswegen Deluxe, weil man da auf einen Blick mehr sieht. Manchmal ist das eben bei kleineren Yachten vor allem gar nicht möglich, vom Platz einzubauen. Da bleibt nur das Standardpanel. Ansonsten, wenn man den Platz dafür hat, empfehle ich an der Stelle immer noch das Deluxe-Panel, weil man vor allem auf einen Blick sieht, wie sieht es aus mit Öldruck, Kühlwassertemperatur und das im Blick hat und vielleicht sogar gerade bei der Kühlwassertemperatur merkt, wenn das Kühlsystem sich über die Saison langsam zusetzt und die Kühlung schlechter wird, aus welchen Gründen auch immer, hat man da schneller einen Blick drauf, als dann erst zu warten, bis in Anführungsstrichen nur der Alarm piept. Dann ist es manchmal auch schon spät bis zu spät. Ja, das ist der Unterschied zwischen einem Standardpanel und dem Deluxe-Panel. Ich hoffe, ich konnte das gut erklären und ihr habt es gut verstanden. Ansonsten, wie gesagt, bei Fragen einfach melden auf dem YouTube-Kanal oder anschreiben. Tschüss, euer Oliver von DMV Bootsmotoren.